Suchen. Gestern, heute und morgen. Bevor es das Internet gab, konnte man sich bei einer Frage nicht einfach an das eigene Mobiltelefon oder den Computer wenden, um eine Antwort zu erhalten. Stattdessen musste man Bücher durchsuchen, um zuverlässige Informationen zu erhalten. Diese mühsame Aufgabe konnte Stunden dauern, je nachdem, wie nah die lokale Bibliothek war oder ob die Person zu Hause Zugang zu Büchern hatte. Heutzutage können wir innerhalb von Sekunden auf Informationen zugreifen und dies verdanken wir alles der Evolution der Suchfunktion. Werfen wir einen Blick zurück in die 1970er Jahre. Microsoft begann mit einer Vision, auf jedem Schreibtisch und in jedem Haus einen Computer zu platzieren. Dies war der Anfang für eine immer persönlicher werdende Nutzung von elektronischer Datenverarbeitung im privaten Umfeld. Und so wurde auch der Begriff PC für Personal Computer oder auch Personal Computing geprägt. Damit wurde der Grundstein für die Zukunft der Suchfunktion gelegt. Zwei Jahrzehnte später entstand das Microsoft Network, MSN, und läutete eine neue digitale Ära ein. Im Jahr 1996 kam es dann zu einem signifikanten Durchbruch mit Windows NT 4.0, das den sogenannten Indexdienst einführte. Der Indexdienst ermöglicht es, Dateien und Inhalte auf einem Computer oder in einem Netzwerk effizient zu durchsuchen. Er erstellt und verwaltet dazu Indizes für Dateiinhalte und Eigenschaften. Der Dienst durchforstet das Dateisystem, extrahiert relevante Informationen und speichert diese in einer durchsuchbaren Form. Diese Innovation erlaubte die Indexierung von Webinhalten und die Textsuche über Internet Information Services, die als IIS-Server bekannt sind. IIS-Server sind flexible, sichere und verwaltbare Webserver, auf welchen eine Vielzahl von Webinhalten gehostet werden kann. Dies stellte vor allem einen entscheidenden Schritt in Richtung einer effizienteren und benutzerfreundlicheren Suche dar. In den frühen 2000er Jahren setzte MSN Search seine eigenen Algorithmen ein und begann 2004, seine eigenen Suchergebnisse anzuzeigen. Das Tempo des Fortschritts steigerte sich und 2009 stellte Microsoft die Suchmaschine Bing vor. Sie wurde entwickelt, um Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit zu geben, Informationen im Web nicht nur zu finden, sondern sie auch zu verstehen. Die Suche in Bing ist unkompliziert. Sie geben eine Suchanfrage ein und Bing durchsucht das Web nach übereinstimmenden Ergebnissen und präsentiert diese in kürzester Zeit. Öffnen Sie zum Beispiel Microsoft Edge, navigieren Sie zu bing.com und fragen Sie, wie ist das Wetter heute in New York City? Bing ruft die Antwort für Sie sofort ab. Mit dem neuen Microsoft Copilot, früher bekannt als Bing Chat, erleben wir die Neuerfindung der Suche. Beachten Sie das neue Symbol neben Ihrer Abfrage. Dabei handelt es sich um das Copilot-Symbol. Wenn Sie es anklicken, werden Sie zu Microsoft Copilot weitergeleitet, wo Ihre Fragen automatisch beantwortet werden, einschließlich Links zu weiteren Recherchen und Referenzen. Microsoft Copilot ist mehr als eine Suchmaschine. Es ist eine Reasoning Engine, also eine Art Denkmaschine. Es bietet Suchergebnisse, umfassende Antworten und einen innovativen Chat. Es ist alles darauf ausgelegt, die Antworten, die Sie benötigen, noch schneller bereitzustellen. Von den Ursprüngen der Enzyklopädien bis hin zu einer generativen, KI-gestützten Erfahrung wie Copilot ist die Evolution der Suchfunktion ein Zeugnis für den menschlichen Einfallsreichtum und der unnachgiebigen Suche nach Wissen. Wenn Sie sich nun fragen, worin der Unterschied zur Vergangenheit besteht, können Sie sich den Unterschied zwischen einer Suchmaschine, die Informationen findet, und einer Reasoning Engine oder Denkmaschine vergegenwärtigen, die Informationen versteht und interpretiert. Letztere ebnet damit den Weg für eine noch intelligentere und interaktivere Zukunft der Suche.